Hallo liebe Zuschauer, heute wieder ein Gewinnspiel. Heute geht es um diese Kappe, ist mehr eine Frauenfarbe, daher legen wir das mal weg und ich erzähle, wer der letzte Gewinner gewesen ist. Einen schönen guten Morgen von dem sehr verregneten Koh Samui, eine Katastrophe. Also die Insel zeigt momentan nicht die schönste Seite. Es regnet aus allen Löchern raus. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, oder ich war in den Süden runtergefahren, um ein paar Filmaufnahmen für euch noch zu machen. Ich habe die Reise abgebrochen. Teilweise waren die Wolken so dunkel mit Wasser voll, dass ich dachte, es wäre Nacht. Also tut mir richtig leid für all die Leute, die ich immer gesagt habe, das ist ein Paradies, und die sind nach hier gekommen. Momentan sieht es gar nicht so nah aus. Ich bin also wirklich froh, wenn ich in Rayong bin nächsten Monat. Ich habe mit meinem Freund gesprochen da oben, da war gestern 31 Grad und Sonnenschein. Wir kriegen es jetzt im Moment dieses Jahr richtig mit. So, was kommt heute? Natürlich als erstes der Wetterbericht. Ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht, dann gehe ich darauf ein. Meine Abozahl steigt und steigt, Dankeschön. Dann die Auflösung des Rätsels. Dann waren viele Diskussionen über meinen Film mit einem Haus und Grundstück erwerben. Da gehe ich drauf ein. Die PCX war ein heißes Thema über die Kaufkosten. Die Reise habe ich ja abgebrochen, da habe ich was zu erzählt. Und die Ummeldung des Rollers und die Versicherung, da will man drauf eingehen. Ja, ihr seht nicht viel, es regnet aus Kübeln im Moment, gestern auch. Und ich kann also in der Regenzeit eigentlich nur davon abraten, nach Samui zu gehen. Geht oberhalb von Hua Hin, da scheint jetzt wohl die Sonne und es ist ein bisschen wärmer. Wir gehen jetzt gleich mal gucken, welche Temperaturen wir haben. Es ist nur gruselig im Moment. Ich habe gestern die Socken rausgeholt. Wir haben bescheidene 25,6 Grad bei 87%. Luftfeuchtigkeit könnte schon 100 sein. Draußen ist es klatschenass alles. Die Ansichten zu den Inseln können wir uns eigentlich schenken. Man sieht nichts außer Regen, Nebel, nichts Schönes. Da hinten liegt in etwa 13 Kilometer Koh Phangan. Sieht man auch nicht. Unser Wetterberg ist da oben eingehüllt in den Wolken. Ich kann nur sagen, das ist die Richtung zum Marine Park, der Nationalpark. Da sieht man auch nichts, sieht nur die Funkmasten. Jetzt schauen wir uns gleich mal den Wetterbericht an. Das ist die Wetterkarte von heute, von dem 16.11. Hier ist Samui und Koh Phangan. Und jetzt lassen wir es mal durchlaufen, wie es da aussieht. Heute am Abend, da ist der Regen weg und morgen fängt es wieder an. Absolute Regenzeit. Jetzt gehen wir mal raus, wie es sonst aussieht hier bei uns. Jetzt gehen wir mal wieder zurück auf den 16. Wie es heute aussieht, um 7 Uhr. Aha. Da oben, wo ich hin will, Rayong, da regnet es auch. Kommt alles von Osten. Lassen wir das mal kurz noch durchlaufen. Aber man sieht, hier oben ist weniger. Hier ist schneller. Es kommt alles hier um, was ist das da unten? Vietnam müsste das sein. Ja, um Vietnam kommt das rüber und streift dann eben halt unsere Inseln. Kein schönes Urlaubswetter. Ja, also Reisen nach Samui oder in dem Süden von Thailand kann ich nur von abraten. Das wird eine ganz feuchte Angelegenheit. Ich gehe davon aus, dass das bis Ende Januar auch jetzt anhält. Das war ja auch die klassische Regenzeit. Ja, und jetzt zur Auflösung. Ja, wir haben ja jetzt heute diese Kappe, Frauenfarbe. Und wer hat die vorige Kappe bekommen? Das war der Oskar aus Pirmasens in Deutschland. Das war der erste, der mir die Information zukommen ließ, dass das Fisherman's Village die Beach ist vom Wopud.
Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von hier. Ja, und hier eine kurze Anmerkung zu dem Film mit Mohammed, mit Hauskauf, Grundstückkauf und sowas. Ja, man kann wirklich in Thailand kein Grundstück auf seinem Namen kaufen als Farang, das geht nicht. Hier geht es jetzt eigentlich nur darum, welche Rechtsgrundlage kann man schaffen, dass man nicht der Eigentümer, sondern der Pächter über viele Jahre oder Jahrzehnte sein kann. Dazu habe ich also heute mit dem Fachanwalt und dem Mohammed auch einen Termin, der uns da ins Bild reinsetzen möchte. Ja, ist klar, man kann ja nichts kaufen. Da war ja auch mal eine Gesetzesvorlage mit 40 Millionen Baht. Da könnte man, aber die Lobby hat sich also, glaube ich, schon durchgesetzt, dass das nicht möglich ist. Die Thais möchten nicht, dass wir das Grundstück kaufen. Wir können sehr wohl was hier draufsetzen, aber diese Rechtsgrundlage, die werde ich dann mit dem Anwalt heute ja, aufnehmen. Ich kann ja nichts dazu sagen und das wird dann in den nächsten Tagen mal dargelegt, welche Möglichkeiten man hat, Firmengründung und bla bla, aber dann von einem Fachanwalt. Ja, die PCX, die Anna sich da gekauft hat, das war auch einiges. Also, eine neue PCX, ich war nämlich bei Honda gewesen und habe für meinen Nachbarn, für den Stefan, nachgefragt, er wollte nämlich eine PCX kaufen. Eine neue kostet im Moment 105.000 Baht bei 4 Monaten Lieferzeit. Da muss man auch unterscheiden, die Dinger haben ja jetzt mehr und mehr Elektronik auch reinbekommen. Die letzte, die hat ja dann auch ABS und Anti-Schlupfsystem, glaube ich, hat die jetzt auch schon die ganz neue. Und die Anna gekauft hat, da ist noch mit dem Bautenzug verbunden, dann ist also hinten 2/3 und 1/3 wird vorne gebremst. Ja, die war nicht billig, ich habe es nochmal drauf angesprochen, das hat sie ja gemacht und da habe ich mir auch rausgehalten. Er sagte, das Angebot war bescheiden, hier auch auf Samui war nichts Besonderes, sie wollte diesen Typ haben. Ja, und die wollten ja noch mehr haben, die wollten 76.000 haben für den Roller. Oh, hört ihr? Es klatscht und gewittert und dann hat sie den für 70.000 drüben gekauft. Ja, und dann kamen dann auch einige hämische Bemerkungen darüber, ja, das sind ja nur knapp über 100 Kilometer. Ja, von der Fahrstrecke ist das auch nichts Besonderes, aber mit dem Wetter, wenn es da so richtig geklatscht hätte wie jetzt, dann aber gute Nacht, dann macht das nämlich keinen Spaß mehr. Sie war nicht billig und es waren wirklich 32.000 Kilometer. Ich habe gerade mal unten drauf geguckt, ist schon eine ganze Menge für vier Jahre. Aber er sieht aus wie neu, muss ich sagen. Da sieht man nirgendwo Verbrauchsspuren, nichts, kein Kratzer. Wie neu aus dem Geschäft sieht er aus. Er wird jetzt auch umgemeldet auf den Namen von Anna. Die kriegt jetzt demnächst ihr Business-Visum und dann kann sie sehr wohl den Scooter auf ihren Namen anmelden. Nach Versicherung wurde ich gefragt. Da waren wir bei der Jeep gewesen. Die wird also der Scooter dort auch versichert. Und nur eine Nebenbemerkung, also die Jeep hatte dann eine Versicherung, Roller- und Insassenversicherung, ein Vollkasko, das kostet so 7.000, aber sie hat sich jetzt, glaube ich, eine für 4.000 genommen, die also nicht so teuer war, nämlich 7.000 fand ich viel zu teuer. Ich bezahle ja für meinen Wagen 16.500, Vollkasko versichert mit 1,6 Millionen. Das fand ich ja schon ein bisschen heftig. So, jetzt zu meiner Abozahl. Vielen Dank. Ich sehe also, da sind also jetzt viele, die jetzt anklicken, dass der Florenz wirklich sein Weihnachtsgeschenk bekommt. Da freue ich mich drauf. Bin mal gespannt, ob wir das jetzt in einem Monat schaffen, dass ich dann die 30.000 oder drüber komme. Würde mich also, wie gesagt, sehr freuen. Ja, und hier ein kostenloser Service von mir und YouTube. Wenn ihr weiterhin meine Filme sehen wollt, dann klickt das Abo an, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich einen neuen Film reingestellt habe, und bringt den Daumen nach oben. Und am Ende des Films, da sind noch weitere Filme. Okay, bis dann, tschüss! Und jetzt zum Rätsel für diese Kappe hier. Ich werde hier so wie beim letzten Mal, werde ich jetzt ein Bild hier einblenden.
Und der Erste, der mir die Info zukommen lässt, wo das ist, mit Koordinaten am besten, der bekommt diese Kappe. Wie ich gestern gehört habe, so 2 bis 3 Wochen sind die denn unterwegs und würde mich freuen, wenn ich dazu Sendungen bekomme. Ansonsten möchte ich mich verabschieden, ich will wieder rein. Es ist hier nasskalt hier draußen, ungemütlich. Das hat mich auch gestern wieder nach Hause geholt. Ich wollte ja eigentlich einige Tage unten im Süden bleiben, um da Filmaufnahmen zu machen. Aber das war einfach nicht möglich. Einfach nicht möglich. Alles klatschenass und so richtig Starkregen. Und dann macht das auch keinen Spaß mehr. Dann bezahlt man nur für das Hotel und man hat gar nichts davon. Daher bin ich ja auch wieder zurückgekommen. Und die Gemüter gehen dann auch langsam hier in den Keller runter, wenn man im Haus sitzt. Und vor allen Dingen, wenn man nichts zu tun hat, dann ist das schon scheiße. So. Das war's vom regnerischen Koh Samui, vom Regengott Florenz Kittel. Tschüss.